Das neueste Set von Lumibrix von der Street Fusion Reihe. Ist es besser als der Record Store vom letzten Jahr? Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst. Hallo und willkommen auf meinem filmtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute haben wir ein Set von Lumibrix, den Boxing Club von der Street Fusion Reihe mit der Setnummer 19009 und 3036 Teilen. Hier die Box, sie zeigt halt das Set, quasi so in einer Stadt, aber halt mit niedrigen Häusern, vielleicht so Industriegebiet. Und man kann schon sehen, unten ist quasi so ein Laden, wo man Wäsche waschen kann und darüber der Boxing Club. Schauen wir es uns gleich an. Hier in der Ecke sehen wir noch Includes Authentic Boxing Gear. Was das wohl heißen sollte. Unten haben wir nichts. An der Seite haben wir noch ein paar Details. Und hinten haben wir noch zwei Sets von der Street Fusion Reihe. Den Record Store, der wohl letztes Jahr einer der besten Lumibrix Sets war. Schauen wir mal, was dieses macht. Und das Underground Dance Battle. Die Box hat bei der Lieferung ganz schön gelitten. Hier habe ich so eine Delle, da ist auch ein bisschen zerrissen. Ich hatte auch drinnen eine Tüte mit dem 12. Bauabschnitt. Tüte 2 hat auch ein kleines Loch. Ja, aber da hat nicht kein Teil gefehlt, aber irgendwo anders. Dazu kommen wir noch. Die Bauanleitungen. Da sieht man auch, die hat auch ein bisschen gelitten, weil ich baue immer mit PDF. Keine Ahnung, was da passiert ist, weil eigentlich habe ich 3 Sets bestellt und das war alles noch in eigenem Karton. Da war jemand echt angepisst, als er das geliefert hat. Auf jeden Fall die Bauanleitungen. Wie immer bei Lumibrix haben wir ein paar schöne Bilder am Anfang. Auch die ganzen Prints wohl, die es gibt, abgebildet. Und dann auch in verschiedenen Sprachen. Und dann, ja, das erste Buch ist von 1 bis 10 und das zweite von 11 bis 19. Und dann hier die Kabelüberprüfung. Aber da zeige ich gleich etwas. Weil da gab es 2 Elemente, die ich bis jetzt noch nicht hatte. Eins ist dieses, könnt ihr sehen, und das andere ist das hier. Das kann ich gleich sagen, das ist nur so ein Verteiler. Aber das andere, das zeigen wir im fertigen Set. Richtig cooles Ding. Und hier die Spezialteile, die Lumibrix immer hat. Und dann bauen wir die Minifiguren auf und schon startet der Bau. Schöne große Bilder. Man sieht ja auch an der Dicke der Bauanleitungen. Also hat schon was man bauen soll. Die Bauanleitungen haben insgesamt 630 Seiten, haben 1068 Bauschritte und wie schon gesagt 19 Bauabschnitte, macht 2,84 Teile pro Bauschritt oder 160 Teile pro Bauabschnitt. Ich weiß nicht mal, ob Lego so wenig Teile pro Bauschritt verbaut. Also ist echt der Wahnsinn. Vieles hat halt damit zu tun mit dieser Kabelverlegung. Und am Ende hat man quasi auch noch
so eine Möglichkeit, diesen Boxing Club Schild nochmal anders umzubauen. Habe ich nicht gemacht, weil dann verliert man die Modularität, weil sonst wäre das Schild ja durchgehend zusammen. So ist es ja aus 2 Teilen. So, das wären die Bauanleitungen. Die Maße vom Set: eine Breite von 26,5 cm, weil das geht ja ein bisschen raus, und hier ein bisschen das Blatt, also fast eine Baseplate Breite, eine Tiefe von 25,6 und eine Höhe, habe ich hier gemessen, das war 38,5 cm. Das Set hat 6 Minifiguren, die blende ich euch jetzt ein. Na, da würde ich sagen, das ist so eine Reporterin, ein Boxer, der Trainer vom dunkelhäutigen Boxer und dann der Trainer vom weißhäutigen Boxer und der Trainer halt an sich und die Dame mit den Blumen. Die Boxer, oder nee, der weiße Boxer, der hat ein Wendegesicht und der schwarze Boxer hat einen extra Kopf dabei. Dieses Haarteil hatte ich noch nie gesehen. Auch bei den Mädels habe ich diese Haarteile noch nie gesehen. Finde ich super. Alle anderen haben keine Wendegesichter und nur die Boxer haben halt 2 verschiedenfarbige Beine. Schöne Lumi-Figuren. Dann hat das Set ein Gewicht von 2828 Gramm. Dann kommen wir zum Preis. Der UVP-Preis ist 178 Euro, was einen Teilepreis von 5,86 Cent vermacht oder einen 100 Gramm Preis von 6,3 Euro. Ich habe es mit 20% Rabatt gekauft. Das waren so 167 Dollar, weil wenn man es auf der Lumibrix Webseite kauft, ist es immer in Dollar am Ende. Umgerechnet 142 Euro macht etwa 4,68 Cent pro Teil oder 5,02 pro 100 Gramm. Absolut geiler Preis. Dann hat das Set, also ich habe 89 bedruckte Teile gezählt, aber es kann 1, 2 mehr sein oder 5 mehr, weniger nicht. Ja, aber es können noch mehr sein, die ich vergessen habe, auf meine Strichliste zu machen, weil du baust und immer wieder musst du dir quasi etwas aufschreiben, dass dann noch ein Teil bedruckt ist. Absoluter Wahnsinn. Dann hat das Set 23 LED-Lichter und einen LED-Streifen, der hier drunter verbaut ist, den wir aber später zeigen. Die Bauzeit betrug 7 Stunden. Und wo wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Unboxing und Speedbuild und danach sehen wir uns wieder.
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass das die Ersatzteile sind. Und wir haben auch einige von diesen Blades, wo die bedruckten Teile drauf waren. Das sind quasi die ganzen Reserveteile und Blades. Oben auf dem Dach, ich versuche euch das gleich zu zeigen, seht ihr diese zwei Striche. Da war halt dieser Print drauf und ja, das ist halt quasi durchgegangen. Einige dieser Plates werden wiederverwendet, aber auch einiges bleibt übrig. Ja, hier den Reservekopf habe ich auch dahin getan. Zu den Reserveteilen. Und dann kommen wir zur Beleuchtung. Diesmal ist die Batteriebox von außen. Bemängeln viele. Mir ist es egal, weil wenn ich es in meine Stadt einbaue, werde ich mir eine Milzblade bauen und dann werde ich quasi das Kabel sowieso drunter schieben. Aber zeigen wir jetzt erstmal so. Mache ich meine Beleuchtung aus und man sieht, das hat schon eine Leuchtwirkung. Schön einmal rundherum. Und etwas muss ich euch gleich zeigen, da müsst ihr hier reinschauen. Das hat mit dem Spezialteil zu tun. Jetzt muss ich es nur hier antasten und dann, man kann es ausmachen, dann an, dann hier so Disco Light und dann nochmal so ein Flackerlicht. Also 1, 2, 3 verschiedene Beleuchtungen plus aus. Finde ich richtig cool. Machen wir jetzt mein Licht wieder an und nehmen wir dann das Set ein bisschen auseinander. Ich werde versuchen, es von unten nach oben zu zeigen. Also nehmen wir erstmal diese 2 Stockwerke weg. So. So. Und schauen wir uns von unten an. Hier, die Ampel leuchtet auch auf grün. Hier Barbershop, da habe ich schon ein Lied gesehen im Internet. Aber das bei den Street Fusion Sachen, mir gefällt das immer halt hier, diese ganzen Graffitis. Überall also bedruckte Teile. Und schaut euch auch diese Wand an. Leider der LED-Streifen, der klebt nicht so super. Also ich habe das jetzt in 7 Stunden gebaut, aber da stand jetzt das Untergeschoss 2 Tage oder so. Über die Weihnachtstage oder so, wo die Familie da war, konnte ich nicht durchgehend bauen. Und schon klebt es sich da ein bisschen ab. Vielleicht muss ich so was holen. Sekundenkleber oder etwas, um es zu reparieren. Aber schaut euch die Drucke an, was da alles an Prints da ist. Mega cool. Außer wenn jetzt jemand es bemängelt, dass der LED-Streifen über mehrere Teile geht. Ja, das kann man ja auch quasi nicht vermeiden. Außer man lässt ihn weg. Dann hier von hinten. Und auf der Seite nochmal hier das Gerüst. Prints. Und wir schauen es uns erstmal so an. Da die ganzen Waschmaschinen und Trockner. Und wie das hier gebaut ist, quasi, dass die Wäsche runterfällt. Hier ein Wagen, hier mit den ganzen Spülmitteln oder so. Ja, Detergent for free sieht man. Eine Uhr, Besen, hier die Kasse. Also Details ohne Ende hier, wirklich. Ich glaube, da kann man auch noch was dazu kaufen. Hier hat man sogar ein Bügeleisen dann. Also richtig cooler Waschraum, hat mega viel Spaß gemacht, ihn zu bauen. Man kann auch diese Tür öffnen und noch besser reinschauen, da bei den Bügeleisen und so. Und was hat das Erdgeschoss noch?
kann das hier rausziehen. Und das hat schon jetzt mit dem Boxing-Club zu tun. Ich würde sagen, das sind die Umkleiden. Sieht halt so aus. Und hier für Männchen, für Weibchen. Diese ganzen Schließfächer. Und auch da ganze bedruckte Teile. Jemand hat es beschmiert. Hier hat jemand seine Mütze und Schuhe gelassen. Hat Spaß gemacht beim Bau. Richtig schön. Und die Bautechniken, die waren, ich sag mal so, nichts Großartiges, aber trotzdem hat es mega viel Spaß gemacht. Es war nichts jetzt Herausforderndes, was nicht funktioniert, aber trotzdem war am Ende, wenn du etwas baust, warst du überrascht, das sollte dafür da sein oder so. Also es hat durchgehend richtig Spaß gemacht. So, das wäre das Erdgeschoss. Dann tun wir das jetzt so runter. Und bevor wir es da drauf tun, zeigen wir es wieder so von außen. Hier schön die bedruckten Gläser. Und das meinte ich mit dem, das Boxing Club ist halt aus 2 Teilen, dann wäre es ja nicht mehr modular. Auch bedrucktes Teil. Hier die Fenster, hier trocknet jemand seine Unterhose. Bisschen Farbabweichungen sehe ich, zum Beispiel bei dieser Fliese und diesem Brick. Ich denke, das sieht man auch nur in den starken Licht so. Ich finde das völlig akzeptabel. Ja, hier nochmal ein schönes Boxing Club Schild und die Farbauswahl, wie sie das gemacht haben, also hier vorne so ein bisschen blau, dann grau, dann hier ein bisschen rot, dann dunkelrot. Das fand ich echt cool beim Bau. Hat Spaß gemacht. Und auch das, wie das hier am Ende gebaut ist, muss man echt sehen. Das sind hier, ich weiß nicht, ob man es runternehmen kann. Lieber nicht, tue ich wieder zurück. Es ist nicht so leicht. Auf jeden Fall solltet ihr das bauen, werdet ihr sehen, was ich meine. Dann hier unter der Treppe kann man da sehen, so kann man sich ein Ei aufschlagen für einen Shake, was ja die ganzen Sportler so brauchen. Und hier diese Wand ist cool. Viele Bilder hier. Tournament, World Champion Lumi. Das war lustig. Das war so eine, ich glaube, das nennt man diese Rigid Hose. Das sind auch diese Teile hier. Und da musste man sie ein bisschen zuschneiden. Irgendwo habe ich auch den Rest Richtung Teilen. Ja, das musste man so ein kleines Stück abschneiden, damit man quasi diesen Boxhandschuh dahin tun kann. Und man hat sogar einen Boxhandschuh als Reserve. Schade, dass nicht ein links, einer rechts ist, aber okay. Dann haben wir hier quasi das Power Feature, was auf der Box gezeigt worden ist. Kann man rausziehen. Und da in der Ecke sieht man auch hier Metallic Gold, hier Wasserhahn. Cool. Und auch ein cooles Bild da. So. Dann haben wir hier schöner Print. Hier eine Glocke. Und hier haben wir so was man drehen kann. Das zeige ich gleich. Aber das fand ich geil. Hier, da ist auch geprintet auf diesen geriffelten Teilen. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Und hier South 9 etwas. So, und dann tut man die Minifiguren dahin. Und wenn man hier dreht, können sie quasi boxen. So, mache ich jetzt und wahrscheinlich nie wieder. Aber es ist dabei. Ganz einfache Technik. Hat Spaß gemacht zu bauen. Und dann, wenn man es hier drauf tut, leuchtet dann hier wieder alles. Hier kann man auch dann die Tür öffnen. Da geht auch eine Treppe weiter. Und das wäre das von diesem Stockwerk.
Dann haben wir das hier. Die Frage, wie man das runternimmt, ohne alles kaputt zu machen. Ach so, das ganze Ding hier. Erstmal hier von außen und hier hatte ich ein Fehlteil. Da sollte ich so ein Teil bekommen. Ich habe es nicht gefunden, dann habe ich einfach das genommen. Ich habe alle Tüten überprüft. Es ist einfach nicht da. Tatsächlich ein Fehlteil. Hatte ich bei Lumibrix noch nie. Aber für alles gibt es ein erstes Mal. Und es war nicht in dieser Tüte, die geöffnet war. So, dann hier super Schild. Dann hier wieder alles bedruckte Gläser. Der restliche Teil vom Boxing Club. Soll das irgendein Aggregat sein oder so? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn jemand eine Idee hat, Klimaanlage? Also, wenn jemand eine Idee hat, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Und sonst hier nichts von den anderen Wänden. Aber das hier drinnen hat richtig viel Spaß gemacht zu bauen. Kann man halt quasi auch das aufklappen und so Training machen. Ja, alles so schön angedeutet. Und ich tue das jetzt mal hier so drauf, wie es eigentlich gehört. Ja, ist es schon. Kann sein. Ah ja, das leuchtet, passt. Okay. Das kann man dann auch rausziehen. Hier habe ich eine Minifigur getan und hier Boxsäcke, dann dieser Boxautomat, auch so bedruckte Teile, hier Hanteln überall, Bench. Das habe ich nicht ganz genau verstanden, was es sein sollte. Fahrräder vielleicht, aber dann sind die Sitze ganz komisch. Aber es hat super viel Spaß gemacht, das zu bauen so. Weiß nicht warum. Es hat mir einfach echt Spaß gemacht. Habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Und da sieht man auch die zwei Spiegel. Die richtigen Spiegel. Richtig cool. Und da haben wir noch in der Ecke so ein bisschen Getränke, Shakes und was weiß ich. Hier oben auch so ein Print. Start Today. Vielleicht ist es so eine Andeutung an einen Fernseher. Farbkodierungen habe ich jetzt tatsächlich keine so gesehen. Vielleicht ein bisschen im Fundament, aber sonst war ich mit den Farben zufrieden. Habe ich jetzt keine unnötigen Farben gesehen. Und kommen wir jetzt schon zum Dach. Und was man gleich merkt, 1, 2, 3, 4 Etagen hatten wir auch noch nicht bei Lumibrix. Und das muss man zeigen, diesen ja, Boiler. Schön bedruckte Teile hier an dem. Cool, auch richtig cool gebaut, wie das dann am Ende alles sich zusammenfügt. Das war richtig, richtig befriedigend, wenn man quasi dieses Schild baut und dann will man es drauf tun und das hat man schon vorher gebaut, diese zwei, wo das dann reingeht. Richtig cool. Super schöner Print. Super schön. Ja, deswegen frage ich mich, was das hier ist, weil das ist doch die Klimaanlage. Oder ist das ein Stromaggregat? Wer weiß. Auf jeden Fall hier eine schöne kleine Terrasse, Balkon, Tisch, Wasserboiler. Hier dann quasi Trans Clear Blue, Blue Clear, ich weiß nicht, wie man es nennt. Kleine Antenne. Und das kann man halt auch, ja, machen wir jetzt so ab. Und das Dach kann man auch runternehmen. Ganz einfach gebaut. Und das kann man dann auch noch aufmachen. Und hier hat man dann noch mehr Möglichkeiten zum Trainieren. Das sind sowohl noch Hanteln und alles. Hier kann man sogar noch Musik lassen. Na, geh weg. Alles kaputt gemacht. Repariert. Und hier hat man
quasi Hefte oder sowas. Auf jeden Fall schöne Prints. Und wenn man das dann auch noch drauf steckt, sollte es so. Muss ich alles abreißen? Ja, muss ich. Okay. So. Und jetzt, dass man sieht, dass es dann hier auch noch leuchtet. Und tut man wieder das Dach hier drauf. Machen wir das noch. Ah, guck, das habe ich noch nicht befestigt wieder. Gerade habe ich es gelobt, aber habe es ja auch jetzt noch bisher nicht abgerupft. So. Natürlich haben wir immer so eine Zange oder für Wimpern, wie nennt man das? Die Lumibrix Zange, einen kleinen Schraubenzieher und einen Teiletrenner. Und das wäre das Set. Was kann ich zum Abschluss dazu sagen? Also ich schaue nochmal nach, ob ich alles erwähnt habe. Etwas habe ich vergessen, aber das sieht man halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es finden kann. Ich glaube, ich blende ein Foto hier ein. Ich hatte einen Fehlguss auf einer Plate. Auf einer 2x16 Plate. Aber das war minimal und ich konnte sie trotzdem benutzen. Alles in allem, diese Mängel halt bei der Lieferung, der Fehlguss und das Fehlteil, das darf nicht passieren. Was da diesmal bei mir schief gelaufen ist, ich weiß es nicht. Aber das Set an sich finde ich absolut genial, hat für mich das Potenzial, das beste Set 25 zu sein, weil es ist auch im Dezember 25 rausgekommen und ich habe es halt mit diesem Neujahrs-Weihnachts-Sale von 20% Rabatt gekauft. Eine geile Ergänzung zum Record Store. Der Record Store war auch noch zwar aufklappbar, aber zum Beispiel bei Leuten wie mir, die es dann in die Stadt tun und auf eine Milchbrett, wer macht es dann schon so auf? Dann finde ich diese Lösung halt, dass man alles aufmachen kann und rausziehen, doch noch besser. Obwohl auch das wird jetzt jemand, der es in die Stadt tut, nicht machen. Aber ich mag sowas. Aufmachen, Schubladen, das mag ich. Beleuchtung, absolut geil. Dieses Teil, dass man das hier tauschen kann, wie es leuchtet. Das finde ich richtig, richtig cool. Der Bau, super viel Spaß gemacht. Teilequalität, sehr gut. Farbabweichungen, also entweder bin ich nicht so gut in Farben sehen, aber vielleicht der Unterschied zwischen den Spezial... Ja, hier zum Beispiel, das ist das Verbindungsstück. Da sieht man es schon deutlicher, aber ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Auf jeden Fall, das ist ein anderes Roter da als das hier. Aber ich finde da, ich kann es gar nicht als Mängel bezeichnen. Ein anderes Mängel habe ich aber vergessen zu erwähnen und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ob ich es finden werde. War das hier? Ja, das ist dieses. Ich muss es rausnehmen. Aber das war zum Beispiel bei dieser Tüte 12, wo die Teile fehlen. Da sieht man, also das ist schon hart zerkratzt. Das ist schon hart zerkratztes Teil. Aber das ist auch das Einzige. Ich weiß nicht, was bei meiner Lieferung passiert ist. Also erstens, dass dann die Tüte aufgeplatzt ist, dann das Teil aus der Tüte rausgefallen ist und dann noch in der Ecke war und es gelitten hat. Ja, Pech gehabt halt. Trotzdem würde ich sagen, für den Preis, Teilepreis, Grammpreis, UVP,
wartet halt auf Rabatte. Oder ihr könnt meinen Code Klemmtastisch benutzen, da habt ihr immer 10% Rabatt und ihr habt einen super Boxing-Club mit einer super hier Waschanlagenladen, Waschmaschinenladen. Also der hat mir auch richtig gut gefallen beim Bau. Und ja, über meinen Affiliate-Link, wenn ihr es kauft, kriege ich auch ein paar Prozente. Also dafür bin ich euch dankbar. Immer. Und wenn euch das Video gefällt, teilen, liken, kommentieren. Und ich würde dann noch sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.